Hallo und herzlich willkommen zum Video, wie ich mit einer Skizze aus HiCAD ein Element aus Logical generieren kann. Und dazu habe ich hier eine Skizze mit HiCAD erzeugt und diese Skizze soll mir die Größe für mein Fenster generieren. Hierbei ist es wichtig zu sagen, wenn ich mit dieser Funktion arbeite, dann wird die Größe des Elementes nur von HiCAD gesteuert. Das heißt, in Logical kann man die Größe nicht ändern. Diese muss danach im HiCAD abgeändert werden. Dazu erzeuge ich hier oder starte ich hier die Funktion und wähle einfach die Skizze aus. Hier kann ich noch abfragen, ob die Skizze gelöscht wird und anschließend gebe ich das Projekt im Logical an. Jetzt wird mir die Logical-Schnittstelle geladen und ich komme in meine Projektverwaltung von Logical. Dort kann ich mein Projekt auswählen und kann hier die Werte eingeben. Ich wähle meine Serie, die ich verwenden möchte, und jetzt wurde meine Größe vom HiCAD ans Logical übergeben. Weiters gebe ich hier die Profilkombinationen sowie Glasstärke und weitere Optionen im Logical ein. Wenn ich alles eingegeben habe, wird mir die Datei von Logical an HiCAD übergeben und im HiCAD eingebaut. Hier kann ich noch wählen, mit welchen Einbauoptionen ich dieses Fenster einbauen möchte, und dies wird mir hier dann erzeugt. Jetzt sehen Sie, dass ich hier mein Fenster habe und wie eingangs gesagt, kann ich die Größe hier nur über HiCAD ändern. Das heißt, wenn ich hier auf die Skizze Doppelklick mache, kann ich hier meine Werte abändern. Das heißt, ich möchte hier zum Beispiel links und rechts und auch noch oben die Größe ändern. Dann wird mir hier wieder das Logical gestartet und es wird mir hier auch die Größe abgeglichen. Man sieht es hier an den Werten, dass sich hier die Position geändert hat. Wenn sich hier nur die Position oder die Größe ändert, könnte ich hier ganz einfach mit weiter die Eingabe im Logical bestätigen. Jetzt wird mir im Logical die Stückliste neu erzeugt, damit auch dort die Stückliste richtig ist und auch für meine Bestellungen richtig ist, und hier wird auch der Abgleich zum HiCAD gemacht. Somit haben Sie hier dieses Fenster im HiCAD und im Logical mit der richtigen Größe.